Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Gotchi TV. Wir haben heute eine kleine Tama-Mail, weil ich eventuell letzte Woche bei Vinted eine kleine Bestellung abgesetzt habe. Ihr werdet es wahrscheinlich schon auf dem Thumbnail gesehen haben, deswegen spanne ich euch jetzt nicht länger auf die Folter und packen dieses Tama aus. Und ihr seht ja im Titel, dass es ein Repair-Video wird, weil mit dem Tama ist eine Kleinigkeit nicht in Ordnung und die versuchen wir heute mal zu fixen. Mal gucken, ob es klappt, wäre auf jeden Fall schön. Ich habe das Tama bis jetzt noch nicht gesehen, es ist noch komplett original, also nicht original verpackt, aber es ist halt noch in dem Paket eingepackt. Und das wird jetzt so eine kleine Live-Reaction werden, ob das Tama auch hoffentlich so aussieht wie auf den Bildern. Es ist nämlich als neuwertig beschrieben worden, keine Kratzer und das ist immer das, worauf ich persönlich ein bisschen Wert lege. Und da hoffe ich natürlich auch, dass das jetzt den Tatsachen entspricht. Deswegen würde ich sagen, let's unbox und wir gucken mal, wie das Tama so in echt aussehen wird. So, dann schneide ich das hier mal auf. So. Das ist immer schön, wenn die Leute das auch immer schön ordentlich verpacken. Ich denke mir immer so, lieber ein bisschen zu viel verpacken als zu wenig. Wir haben hier ein kleineres Paket, wo man das Tama auch schon durchsieht. Einmal. Und das geht so auf tatsächlich. So. Und da ist es. Wow. Das Ganze ist ein V5.5. Ich habe bis jetzt, glaube ich, selber in Anführungsstrichen nur eins davon in meiner Sammlung. Wow. Das gefällt mir richtig gut. Die Tasten sind Connection-typisch natürlich toll. Und wir machen das jetzt mal an und dann zeige ich euch, was mit dem Tama nicht stimmt oder was da nicht so ganz richtig läuft. So, dafür machen wir den Batteriedeckel auf und legen einmal eine 2032 Batterie rein. So, und da seht ihr schon das Problem. Man sieht hier in der Mitte diese Linie. Und das Ganze versuchen wir jetzt mal zu fixen. Und ja, dazu nehme ich euch heute in diesem Video mit. So, damit wir aber dann jetzt auch mit der Reparatur anfangen können, gebe ich euch erstmal wie immer eine kleine Auflistung von den Dingen, die ihr braucht. Es ist nicht allzu viel. Ihr benötigt einmal einen Schraubenzieher, eine Pinzette, Wattestäbchen, unseren besten Freund 100%iges Isopropanol, eine weiche Unterlage und bei Bedarf noch so einen Blasebalken und Gummihandschuhe. Die zwei Sachen sind nicht unbedingt notwendig. Sie dienen einfach nur dazu, dass man später keinen Staub unter dem Display nachher hat und die Gummihandschuhe wegen der Elektronik. Das ist immer ein bisschen besser. Aber wenn ihr die zwei Sachen jetzt nicht habt, dann ist das auch nicht schlimm. So, jetzt habe ich hier mal ein klein wenig rangezoomt und wir können jetzt eigentlich sofort mit der Reparatur starten. Den Batteriedeckel haben wir eben schon entfernt und jetzt gilt es erstmal, diese 4 Schrauben hier zu lösen. Seid da bitte vorsichtig, weil gerade bei den Connections brechen die Schrauben gerne mal ab und dann steckt ein Stück von der Schraube in der Shell hier und ihr habt nur noch den Kopf in der Hand. Deswegen da immer vorsichtig sein, dass ihr nachher nicht mehr am Tama kaputt macht, als ihr repariert. Ich schraube die Schrauben mal kurz ab und wenn die raus sind, dann sehen wir uns wieder. So, die Schrauben sind jetzt raus. Auch hier beachtet, dass ihr euch merkt, welche Schraube wo drin gesessen hat. Das sind ja selbstschneidende Schrauben, die sich in so eine Kunststofföse bohren. Da ist es immer wichtig, dass nachher auch wieder die Schraube in der Öse ihren Platz findet, wo sie vorher gesessen hat, weil sonst schneidet ihr vielleicht mit einer anderen Schraube nochmal ein neues Gewinde und leiert damit den Kunststoff aus. Deswegen immer die Schrauben an den Stellen einsetzen, wo ihr sie auch von rausgenommen habt. So, jetzt machen wir das Tama mal auf. Das ist immer ein bisschen tricky bei den Family-Gs, weil hier dieses Haus zusammengesteckt ist und das immer hier so ein bisschen hakt. Deswegen müsst ihr da immer ein bisschen aufpassen.
dass ihr da nachher nicht irgendwie das Plastik brecht. Am besten geht ihr dann hier so mit eurem Fingernagel oder mit irgendwas anderem Spitzen zwischen und macht das hier ganz, ganz vorsichtig. Aber ich sag mal, wenn ihr euch da ein bisschen Mühe gibt, dann sollte das eigentlich klappen. So, genau, und dann haben wir es, man sieht hier diese Öse, die sich hier durch dieses Haus bohrt. Das klingt jetzt alles ein bisschen falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Dann machen wir das Tama jetzt mal auf, da müssen wir mal ein bisschen vorsichtig sein. Und dann nehmen wir die Infrarotabdeckung, die brauchen wir jetzt erstmal nicht, die können wir erstmal hier hinlegen. Und einfach auch damit da jetzt keine losen Teile rumfliegen, werden wir dieses Häuschen hier ebenfalls entfernen. So, den Reset-Knopf auch mal. So, und jetzt ist eigentlich auch bei mir der Zeitpunkt, was ich nämlich vergessen habe, meine Handschuhe anzuziehen. Ich habe euch das gerade eben so schön gesagt und mache es selber nicht. So, jetzt ist einmal das Tama ready, dass wir die letzten Schrauben einmal entfernen. Das sind einmal diese zwei und einmal diese zwei, die hier vorne man sehen kann. Und das mache ich jetzt auch mal flott. Wie gesagt, seid da auch wieder vorsichtig, nicht, dass sie euch nachher abbrechen. So, die Schrauben sind jetzt auch raus. Das heißt, das Tamagotchi ist jetzt eigentlich schraubenlos. Und jetzt können wir das Tama eigentlich ganz leicht hier umdrehen. Hakt das hier am besten jetzt nicht ein. Ihr seht gleich warum. Dann nehmen wir uns irgendwas Weiches. Ihr könnt aber auch euren Finger nehmen. Aber ich nehme jetzt mal hier so ein Mikrofasertuch und werde auf das Display hier jetzt drücken. So, und dann werde ich die Shell so einmal aufklappen. Genau. So, dann entfernen wir einmal die Knöpfe. Die brauchen wir gerade aktuell nicht. Und auch einmal dieses Glas, das lagern wir am besten auf einem Mikrofasertuch, damit da auch von unten drunter keine Kratzer entstehen. Und dann haben wir eigentlich schon die Ausgangssituation. Ich vermute, dass, wie man hier sehen kann, ich versuche das mal ein bisschen näher zu zeigen, das Display kriegt Kontakt über diese Elastromere heißen die. Das sind solche Gummileitbahnen, die auf die Platine drücken. Und hier drunter liegen Kontakte. Und ich vermute mal, dass die Kontakte einfach ein Stück weit verdreckt sind durch die Zeit. Und die müsste man eigentlich jetzt nur mit Isopropanol reinigen, damit wir halt wieder das vollständige Bild hinkriegen. Dazu nehmen wir jetzt das Display. Das ist durch die Jahre, wirkt das ein bisschen festgeklebt. Aber wenn man jetzt hier mit einem leichten Druck, hört man das eigentlich auch? So, dann kann man das Display abheben und dann auch so, und dann auch einmal hier zur Seite positionieren. Und das hier sind diese Kontakte, von denen ich gesprochen habe, wo ich vermute, dass dort Dreck ist. Ich weiß nicht, ob man es jetzt auf der Kamera sehen kann. Es ist sehr schwierig, aber das scheint nicht komplett reine zu sein. Wir werden jetzt diese zwei Kontakte mal mit Isopropanol reinigen, inklusive dieser Gummileitbahn von dem Display. Und dann gucken wir einfach mal, ob das Tama dann doch noch funktioniert. Also dazu nehmen wir uns ein Wattestäbchen, geben da 100%iges Isopropanol drauf und dann reinigen wir diese Kontakte. Schön in alle Richtungen am besten, damit auch alles abgeht. Wenn wir damit fertig sind, dann nehmen wir uns das Display, drehen das um
Und jetzt sieht man hier diese Kontaktbahnen. Und die reinigen wir jetzt auch mal. Nehmt am besten dafür dann ein frisches Wattestäbchen, damit das dann halt auch funktioniert. Ne? Damit man jetzt nicht nachher den Dreck, den man vielleicht hiervon abgewischt hat, dann hier drauf dann überträgt. So, wenn ihr das gemacht habt und jetzt hier auch kein Staub mehr ist, dann könnt ihr eigentlich das wieder zusammenbauen. Das hier ist nur der Displayspanner, der kommt wieder so hier rein, dass der hier zwischen sitzt. Und dann könnt ihr das Display wieder auf die ursprüngliche Position einfach draufsetzen. So, bauen jetzt provisorisch erstmal wieder alles zusammen und dann gucken wir, ob diese Reinigung tatsächlich was gebracht hat. So, irgendwie ist dieses Video eine einzige Katastrophe, weil zuerst war der Speicher voll, dann war der Akku leer. Jetzt hoffe ich einfach, dass es jetzt zum Ende hin dann auch klappt. So, jetzt machen wir erstmal weiter. Das Tamagotchi ist jetzt so weitestgehend gereinigt. Die Knöpfe sind jetzt gereinigt und die Konnektoren vom Display sind gereinigt. Staub unterm Display ist auch weg. Und jetzt müssen wir das Tamagotchi eigentlich nur noch wieder zuschrauben. Ich habe das noch nicht gemacht, weil ich euch nur ganz kurz da auf den Weg geben wollte, dass, wenn ihr diese Schrauben wieder in die entsprechenden Löcher schraubt, ist es ganz wichtig, dass ihr vorher nach links, also in die Richtung hier, dreht, bis ihr ein leichtes Knacken hört. Ich versuche mal leise zu sein, vielleicht hört ihr das. Und dann dreht ihr vorsichtig die Schraube auch wieder rein. Das Ganze macht ihr dann jetzt bei all den Schrauben gleichermaßen und schraubt so die Platine wieder fest. So, jetzt ist die Platine auch wieder festgeschraubt und jetzt können wir hoffen, dass es nach wie vor funktioniert. Wenn es jetzt nicht funktioniert, dann läge es wahrscheinlich daran, dass die Platine verbogen ist, beziehungsweise dass der Druck nicht gleichermaßen verteilt wird. Wir gucken mal. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Ja, da müsste ich jetzt erstmal noch gucken. Ich mache mal kurz einen Schnitt und dann gebe ich euch gleich ein Update. So, ich melde mich jetzt mal zurück. Also, ich habe das Tamagotchi tatsächlich jetzt fixen können. Es hat ein bisschen länger gedauert. Und wenn wir jetzt eine Batterie in das Tama reinmachen, sehen wir, dass das Display wieder ganz normal funktioniert. Ja, woran lag es? Es lag tatsächlich nicht, wie vermutet, erstmal an den Konnektoren oder an irgendwelchen Verunreinigungen, sondern lag es tatsächlich an der Displayscheibe. Und zwar wurde das Tamagotchi scheinbar vorher schon mal aufgeschraubt und mit Polywatch bearbeitet. Polywatch ist ein Mittel, womit man Kratzer entfernt, indem dieses Mittel durch Polieren praktisch millimeterweise Plastik abträgt. Das Problem daran ist jetzt nur, ich habe hier mal so eine Scheibe. Wenn man das hier oben drauf macht, ist das kein Problem. Allerdings, wenn man das von der Seite macht, dann reibt man hier diese Erhöhung, die man hier sieht, ab, was dafür sorgt, wenn das Display praktisch dann auf dem Tama liegt, also die Scheibe auf dem Tama, und dann die Shell da drüber kommt, dass dann hier zwischen nicht mehr genügend Druck ausgeübt wird, weil halt Plastik fehlt, was weggerieben worden ist. Das heißt, wir haben jetzt hier an diesem Tamagotchi eigentlich nur eine Displayscheibe getauscht. Wir müssen dann natürlich gucken, dass wir da eine passende finden. Ich hatte zum Glück noch eine, weil die ganzen Scheiben, die haben unter anderem verschiedene Nasen. Ne? Die US-amerikanischen haben hier oben so ein L drin. Ne, die sind alle ein bisschen unterschiedlich, deswegen das ist nicht so einfach, dass man die 1:1 austauscht. Aber das hat zum Glück bei dem Tama jetzt funktioniert. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Schrauben hier zuziehen bzw. festmachen und dann ist es zum Glück fertig. Das mache ich mal flott. Die Schrauben sind jetzt drin. Jetzt probieren wir es nochmal final und es funktioniert. Jetzt schrauben wir hier noch abschließend den Batteriedeckel fest. So.
Und dann haben wir tatsächlich ein funktionierendes Family Tree, also Version 5.5. Auch wenn das Video wahrscheinlich ein kleines bisschen durcheinander war, hoffe ich, dass es euch gefallen hat und es euch vielleicht ein bisschen weiterhilft, wenn ihr vor einem ähnlichen Problem seid hinsichtlich Problemlösung. Wenn ihr mal ein Review zu diesem V5.5 haben wollt, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, das war es mit dem Video. Habt noch eine schöne Woche. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!